Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkrafts und willkommen zu Folge 82 von Rudolf. Ich musste mir nochmal die Zeit nehmen und euch die Zeit stehlen, um euch noch 2, 3 Sachen zu erzählen. Getreu dem Motto, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, es gibt keine gute Nachricht. Und ich habe mal gelernt, dass wenn es schlechte Nachrichten, wenn man damit wartet, werden die nicht besser. Also es wird eh nicht besser. Ja, was ist passiert? Es geht um das Buch von Rudolf oder ich sag mal die Texte, die wir in ein Buch pressen wollen. Wir haben ja den Namen schon festgelegt und wir haben schon viel im Hintergrund gemacht und jetzt habe ich mich aber mit verschiedenen Leuten besprochen, die sich damit wirklich schwer auskennen, also richtig gut. Jetzt habe ich einen Medienanwalt eingeschaltet und so weiter, um die rechtliche Lage zu prüfen. Und man kann das alles machen, man kann also alle Texte in ein Buch gießen, man darf es dann nur nicht Tagebuch nennen, weil die Rechts- und Beweislage ein bisschen schwierig ist heutzutage. Und also ewig lang zu erzählen will ich gar nicht machen. Fakt ist auf jeden Fall, wir machen das Buch trotzdem. Fakt ist auch, ihr werdet, wenn ihr eins haben wollt, auf jeden Fall eins kriegen, aber es wird nicht mehr Tagebuch Ostfront heißen und es wird auch nicht mehr Erinnerungen in irgendeiner Form heißen, sondern es muss ein autobiografischer Roman bezogen auf historische Ereignisse heißen oder so ähnlich. Also wir sind da noch am Machen, also es wird nicht Tagebuch heißen. Ich zeige euch jetzt mal oder blende jetzt mal das ein, was der Peer schon gemacht hat an Cover und so wird es wahrscheinlich aussehen. Ja, also was der Peer da gemacht hat, finde ich mega. Ich habe auch nochmal seine Firma, also hat er eine Grafikfirma oder Grafikdesignfirma verlinkt. Da könnt ihr gerne mal reingucken, wenn ihr sowas mal braucht. Dann wisst ihr auf jeden Fall, den Peer, den müsst ihr dann fragen. Ja, ich habe mich darüber ein bisschen geärgert über die ganze Sache mit diesem rechtlichen Medienrecht und dem ganzen Quatsch. Ich will mir aber auch nicht irgendwie da ein Grab schaufeln oder mir irgendwie Ärger einhandeln, sondern wir machen das jetzt einfach so. Dann ist es eben ein autobiografischer Roman aufgrund von Kriegserlebnissen eines ehemaligen Soldaten oder wie auch immer wir das nennen wollen. Wenn ihr trotzdem auch so ein Buch dann haben wollt, müssen wir natürlich noch mal gucken, ob ihr dann bereit seid, das auch noch nachher zu kaufen. Deswegen habe ich in dem Bereich Community, und das seht ihr jetzt, nochmal eingeblendet eine Abstimmung. Und da könnt ihr abstimmen, ja, ich will das Buch trotzdem haben, auch wenn es ein Roman oder als Roman ausgegeben wird. Oder nee, dann interessiert mich das nicht mehr. Muss ich halt wissen. Ja, ist alles ein bisschen blöd, aber Herrgott, das ist eben das Recht oder das ist eben das Medienrecht und dann, also wie auch immer. Ja, aber sehr positiv muss ich sagen. Ihr habt ja das Cover jetzt gesehen, das läuft. Die 3 Lektoren sind voll in Gange und schlag mich nicht, die anderen, die sich alle gemeldet haben. Ich habe euch noch nicht geschrieben. Ich muss das nochmal nachholen. Das ist einfach so viel Arbeit hier. Ich schaffe das bald gar nicht mehr. Dann sind wir jetzt an der Kriegs- oder Gefechtskarte dran. Da ist der Alex, der will mir noch ein bisschen helfen, dass wir das so ein bisschen so machen. Also der Plan ist nicht, dass wir im Buch eine Karte eindrucken, sondern dass wir als Beilage eine DIN A4-Karte entwerfen mit den Orten, die sich so ein bisschen auf die Nummern beziehen, welche Folge wo spielt ungefähr. Und die wird dann als Beilage mitgeschickt und dann könnt ihr, sage ich jetzt mal, beim Lesen die Karte aufklappen und darauf gucken, müsst nicht im Buch rumblättern, weil das hasse ich nämlich auch wenn ich auch irgendwelche Bücher lese. Das ist auf jeden Fall der Plan. Also es läuft alles ganz gut an und wenn die Druckerei dann nachher auch mitspielt und das alles passt, schaffen wir das vielleicht zu Weihnachten. Aber wie gesagt, es wird nicht mehr Tagebuch Ostfront heißen. Gut, das waren die schlechten Nachrichten, jetzt die guten Nachrichten. Die nächste Folge geht los. Bleibt dran und haut einen Schlag ein. Tagebuch Ostfront Dezember 1943 Heimat. Die letzten 6 Wochen waren geprägt von Operationen und Untersuchungen. Mittlerweile ist der November fast vorbei und ich bin noch immer im Krankenhaus. Das linke Auge macht noch Probleme und will nicht so richtig funktionieren. Nach einigen kleinen Eingriffen wurden wohl nun fast alle Splitter entfernt. Allerdings sitzt ein Metallstück so dicht am Sehnerv, dass die Ärzte fürchten, dort noch mehr zu zerstören, sollten sie operieren. Also rechts bin ich schon bei 90%, links bei 30%. Ich habe immer eine Augenklappe auf, um das Auge zu schonen. Ich war auch noch einmal zu Hause, aber die Reise durchs Land gestaltete sich immer schwieriger.
Die alliierten Bomberströme legen viel in Schutt und Asche. Vor allem die Städte haben zu leiden. Glücklicherweise lebt meine Familie weit außerhalb von Hamburg und dort ist wohl nichts Lohnendes zu bombardieren. Die Zeitungen schreiben wenig darüber, aber man unterhält sich schon über die fehlenden Jagdflieger, die eigentlich das Reich verteidigen sollen. Es ist schlimm, wenn man an der Front kämpft und wähnt seine Lieben in der Heimat in Sicherheit. Und dann kommt die Nachricht, dass die Familie bei einem Bombenangriff den Tod gefunden hat. In der Krankenhauszeit habe ich viel mit den Kameraden gesprochen. Einer war von der Kriegsmarine und wurde auf einem Zerstörer verwundet. Augenverletzung und das Gesicht hat auch schwer was abbekommen. Aber er erzählte, dass seine Familie, also Vater, Mutter, Schwester und sein Bruder mit den Kindern in einem Luftschutzkeller in Berlin den Tod fanden. Er ist schwer verbittert und will schnell wieder auf sein Schiff. Weiterkämpfen, nicht aufgeben, Rache nehmen für die getötete Familie. Das treibe ihn an. So viele sind angeschlagen, seelisch. Auch wenn darüber nicht gesprochen wird, merkt man es den Männern doch an. Anfang Dezember werde ich in Marsch gesetzt. Erstmal zur Ersatzabteilung, um wieder in den Dienstbetrieb genommen zu werden. Neuruppin ist nicht weit von Hamburg weg, also ein leichtes, alle paar Wochen zu Gudrun zu fahren. Als ich dann endlich in der Kaserne ankomme, melde ich mich beim Spieß, Papiere werden geprüft und eine Stube wird mir zugewiesen. In den nächsten Tagen werden alle möglichen Formalitäten erledigt und man wird mit allerhand Aufgaben betraut. Auch hier wird wieder eine medizinische Untersuchung durchgeführt und man stellt fest, dass ich noch nicht fronttauglich bin. Erst muss das andere Auge wieder funktionieren. Der Herr Doktor rät mir aber, mich mit dem Augenproblem nicht wieder an die Front, sondern zur Ausbildung zu melden. Die Jahre an der Front, die Erfahrung, das wäre doch was für die Panzertruppenschule. Ich bin Richtschütze und das wäre auch das, was ich wieder machen will. Der Arzt sieht es anders und sagt, ich soll in 2 Wochen nochmal reinschauen, dann wäre ein anderer Arzt da, der mehr von Augenverletzung versteht. Ja, mal abwarten, was die hohen Herren hier planen. Von hier aus wird der Bedarf an die Front geschickt. Das macht die Ersatzabteilung. Die Tage vergehen mit normalem Dienstbetrieb und ich kann mich in der Schreibstube etwas nützlich machen. Viel passiert hier nicht. Alle 2 Wochen werden Genesene oder Neuzugänge in Marsch gesetzt und ich kümmere mich mit der Schreibstube um den Papierkram. Langsam werde ich auch nervös, denn Gudrun ist bald soweit. Ich rechne täglich mit einem Anruf, dass ich nach Hause kommen soll. Der Spieß weiß Bescheid und der Herr Hauptmann hat mir zugesichert, dass ich, sofern ich keinen Wachdienst habe, mich auf dem schnellsten Weg nach Hause begeben soll. Die Kameraden hier sind ganz in Ordnung, auch viele Verwundete, die in Stabstätigkeiten jetzt ihren Dienst verrichten müssen. Der Obergefreite in der Schreibstube humpelt stark und die linke Hand fehlt. Aber er kann alles auch gut mit rechts erledigen. Dem Hauptmann fehlt ein Bein und der Spieß wurde so oft verwundet, dass er nicht mal mehr lange Wege gehen kann. Trotzdem alles gute Männer, die immer für ein Späßchen zu haben sind, aber nur dann, wenn der Laden auch läuft. Am 7. Dezember ist es dann soweit. Der Spieß holt mich morgens aus der Schreibstube und meint, es würde nun losgehen. Das wird knapp. Ich melde mich fix beim Hauptmann ab, bekomme noch meine Papiere mit 2 Tagen Sonderurlaub und schon geht es zum Bahnhof. Ein LKW fährt gerade in die Richtung und schnell bin ich dort. Viele Züge sind wieder ausgefallen, weil Bahnstrecken beschädigt sind. Diese Bombenangriffe sind eine Qual. Aber dann schaffe ich es doch, einen Zug zu ergattern, der mich zwar nicht nach Hamburg bringt, aber in die Nähe. Auf abenteuerlichen Wegen und mit viel Glück komme ich endlich am Abend zu Hause an. Ich stürme in das Elternhaus und höre schon ein Baby schreien. Meine Schwiegermutter ist noch bei Gudrun, die Hebamme will gerade gehen. Schau an, der Vater, meint sie zu mir. Glückwunsch, ein gesundes Mädchen hat ihre Frau bekommen. Alles dreht sich um mich. Ich nehme es gar nicht mehr wahr. Mein Schwiegervater drückt mich fest an sich und so kann ich mich erstmal sammeln. Ich frage gleich darauf, wie es Gudrun geht und bekomme prompt die Antwort, dass alles in bester Ordnung ist. Ich muss mich setzen. Schwiegervater gibt einen Schnaps aus, das wurde auch Zeit. Endlich.
Nach einer gefühlten Ewigkeit kommt meine Schwiegermutter aus dem Zimmer, umarmt mich und meint, dass ich jetzt hinein könnte. Gudrun sieht erschöpft, aber wundervoll aus. Auf dem Arm das kleine Menschenkind. Ich drücke Gudrun vorsichtig und gebe ihr einen Kuss auf die Stirn. Dann schaue ich mir meine kleine Tochter an. Das kleine Ding. Mareike? Frage ich meine Frau. Sie lächelt und nickt mir zu. Ich darf sie jetzt auch mal auf den Arm nehmen. Tränen laufen mir aus den Augen, also aus einem Auge. Die Augenklappe links verhindert Schlimmeres. Ich bin jetzt ein Vater und muss mich um meine Familie kümmern. Das muss ich erstmal verdauen. Ich soll die Kleine kurz mitnehmen. Gudrun soll sich ausruhen. Aber nach ein paar Minuten nimmt Schwiegermutter mir die Kleine ab und bringt sie wieder ins Schlafzimmer. Wieder gibt's einen Schnaps. Und ich glaube, Schwiegervater hatte schon ein paar mehr. Der Abend war dann doch länger als geplant, aber ich bin am nächsten Tag trotzdem nicht verkatert. Einige Freunde, Bekannte kommen vorbei und schauen sich den Familienzuwachs an. Gudrun ist noch nicht ganz erholt, will aber schon wieder im Haushalt mithelfen. Wir schonen sie noch und ich muss mich auch wieder auf den Rückweg machen. Sie ist hier in guten Händen. Wenigstens war ich zu Hause. Nicht wie viele andere Soldaten, die nur einen Brief aus der Heimat bekommen, dass die Kinder geboren wären. Selig fahre ich zurück zu meiner Kaserne und muss dort natürlich berichten, was gewesen ist. Am nächsten Abend komme ich nicht umhin, ein paar Flaschen auf den Nachwuchs zu spendieren, und es wird ein feuchtfröhlicher Abend, wo sogar der Hauptmann einen kleinen mittrinkt. Der nächste Tag ist dann umso schlimmer und man versucht, sich mit allerhand erfundenen Aufgaben irgendwo zu verdrücken und eine Mütze Schlaf zu finden. Das Wochenende habe ich Dienst und wir haben viel zu tun. Kameraden werden an die Front geschickt und die Genesenen werden aufgenommen. Immer was los hier. Mittlerweile habe ich auch meine zweite Vorstellung beim Arzt. Diesmal ist der Augenspezialist da und untersucht mich gründlich. Er scheint nicht begeistert zu sein, aber er nimmt sich die Zeit und klärt mich auf. Also der Metallsplitter steckt wohl tief im Sehnerv. Das ist schwer, den zu entfernen. Und solange der da ist, werde ich nie wieder richtig sehen können. Wird er entfernt, kann ich wieder räumlich sehen, aber es wird auch hier sicherlich nicht mehr für den Richtschützensitz reichen. Wieder etwas, was ich nicht hören will. Aber was habe ich dann zu verlieren? Die Möglichkeiten für die Operation stehen 50-50. Wenn es nicht klappt, ist das Auge verloren. Wer eine solche Operation dann machen könnte, frage ich den Arzt. Er nennt mir einen Doktor in Tübingen, der könnte es schaffen. Ich würde mir das gerne überlegen, erkläre ich und begebe mich wieder in meine Unterkunft. Alles oder nichts, was soll ich sagen? Am nächsten Tag habe ich mich entschieden. Ich will die Operation machen und melde mich beim Hauptmann, um die Sache zu klären. Er versteht es und gibt mir die Weisung, mir vom Arzt die nötigen Papiere ausstellen zu lassen. Dann werde ich auch schon nach Tübingen geschickt. Gudrun habe ich noch nichts davon erzählt. Als ich dort ankomme, nehme ich mir aber doch ein Blatt Papier und schreibe ein paar Zeilen nach Hause. Die nächsten Tage werde ich wieder untersucht, verschiedene Tests werden gemacht und am 3. Tag komme ich dann unter das Messer. Auch dieser Doktor hat mir gesagt, dass ich keine Wunde erwarten solle. Als ich wieder aufwache, sind wieder beide Augen verbunden. 2 Tage soll ich warten. Wieder bin ich komplett blind und muss alles ertasten. Aber auch hier wird mir sehr geholfen und man kümmert sich um mich. Dann endlich wird der Verband abgenommen. Langsam öffne ich die Augen und muss mich erstmal an das Licht gewöhnen. Das Zimmer wurde abgedunkelt, aber trotzdem nehme ich mir Zeit. Langsam öffne ich die Augen und durch die Operation ist alles noch etwas geschwollen. Aber ich merke schnell, dass es anders ist als vorher. Mit beiden Augen kann ich die Umrisse vom Arzt und der Schwester erkennen. Und von Minute zu Minute wird das Bild klarer. Donnerwetter, das hat wohl geklappt. Ich freue mich und will dem Arzt überschwänglich danken. Er winkt ab und meint, wir sollen noch ein paar Tage warten und dann die Sehkraft prüfen. Ich freue mich. Möglicherweise kann ich doch wieder in den Panzerturm. Wer weiß.
Nach einer Woche sind die Schwellungen weg und ich kann schon wieder ganz gut sehen. Ich würde sagen rechts 90 und links 70. Und ich denke, das wird noch besser. Der Arzt ist aber zufrieden und ich bekomme meine Papiere und kann zurück zur Ersatzabteilung. Gudrun habe ich auch schon unterrichtet und ich hoffe, ich kann sie in Kürze wiedersehen. Die Rückreise ist wieder ein Graus. Weihnachten steht vor der Tür. Viele Lanzer scheinen im Urlaub zu sein, die Züge sind überfüllt und immer und überall die Bomber. Ich hoffe, ich bekomme etwas Weihnachtsurlaub und dann sehen wir weiter. Ich melde dem Hauptmann dann, was passiert ist, und er freut sich sehr für mich. Trotzdem meint er, es reicht nicht mehr für den Panzer. Die Sehkraft muss einfach besser sein als das. Abwarten, denke ich mir. Und bei aller Freude wird mir dann doch mitgeteilt, dass ich im Januar vorerst als Ausbilder für Panzerbesatzung eingeteilt werde. Mir bleibt das Herz stehen und ich hoffe, dass es nicht noch weiter im Süden ist. Panzertruppenschule 1, sagt der Hauptmann, die ist jetzt in Bergen-Belsen. Ich erinnere mich, da mir das mal ein Kamerad erzählt hatte. Die dazugehörige Schießschule wäre jetzt in Putlos. Also alles nicht allzu weit von Gudrun entfernt. Ja, ich freute mich darauf, in den nächsten Monaten oft zu Hause zu sein und die kleine Mareike aufwachsen zu sehen. Als ich dann vom Hauptmann entlassen werde, treffe ich vor der Baracke einen Kameraden aus meinem Zug. Er ist Richtschütze auf dem Panzer III und war beim letzten Angriff auch mit von der Partie. Er erkannte mich gleich und wir verabredeten uns für den frühen Abend auf einen Plausch. Wilhelm heißt er und er kam dann auf meiner Stube vorbei und nun sah ich auch erst, dass er stark huppelte. Ihn hatte es 3 Wochen nach mir erwischt. Treffer in der Unterwanne und Splittersägen ins Bein. Er kam noch raus, bevor der Panzer brannte. Fahrer und Funker hatten es nicht geschafft. Sein Knie wird wohl nie wieder richtig funktionieren und er wäre gespannt, ob er wieder zum Regiment zurückkommen kann. Dann erzählte er mir, wie er meine Verwundung erlebt hat. Als die unseren Panzer abschleppten, sicherte er die linke Flanke. Dann kam über Funk, dass ich verwundet wäre. Trotzdem ging es weiter und mit vereinten Kräften schafften die uns alle hinter die eigenen Abwehrreihen. War noch ein ganz schöner Feuerzauber, was die Russen dann auch alles auf uns geschossen haben. Die Heidi hatte auch ganz schön was abbekommen. Das ganze Unternehmen war zwar ein Erfolg, doch der Blutzoll war auch hier sehr hoch. Am Ende hat es alles nichts genützt. Der Russe hat uns dann doch aus Tscharkow rausgeschmissen. Im Rückwärtsgang hat dann das Regiment, oder was davon noch übrig war, immer am Feind klebend den Vormarsch der Russen verhindert. So konnte man dann eine weitere Abwehrlinie aufbauen und da musste der Russe dann irgendwann zum Stehen kommen. Als er selbst dann verwundet wurde, waren sie schon auf dem Weg zum Dnieper. Viele gute Männer sind in Russland geblieben. Das Regiment hat sehr geblutet. Er wolle aber schnellstens wieder zurück zu seiner Kompanie. Das hier alles wäre ihm nicht geheuer. An der Front, da sind die Kameraden. Hier würde ihn nichts halten. Ich wollte wissen, wie er denn wieder fronttauglich werden wolle. Er meinte nur, da gäbe es Mittel und Wege. Mehr wollte er mir nicht sagen und ich ließ es dabei bewenden.